Ab heute ist der VW ID.Buzz konfigurierbar, Preise des Subaru Solterra sind bekannt und der Renault Scenic Vision wurde vorgestellt. Ich bin Alex und das und vieles mehr gibt es jetzt hier bei den Project News. Mit der Freischaltung des Konfigurators beginnt ab diesem Freitag in Deutschland und den meisten Märkten Europas der Vorverkauf des VW ID.Buzz und des ID.Buzz Cargo. Bereits Anfang dieses Monats offenbarte die Liste des für die Elektroautoförderung zuständigen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, der BAFA, erste Preise für den im März präsentierten ID.Buzz von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Diese Angaben wurden jetzt vom Hersteller offiziell bestätigt. Demnach startet die PKW-Variante ID.Buzz Pro zu einem Bruttolistenpreis von 64.581 €. Zieht man davon den derzeitig noch gültigen Umweltbonus als staatlichen Anteil von 5.000 € und Herstelleranteil von 2.975 € ab, kostet die derzeitige Einstiegsvariante den Endkunden nur noch rund 56.606 €. Mit einem Nettolistenpreis von mehr als 40.000 € ist der ID.Buzz somit nur für den reduzierten Umweltbonus qualifiziert. Der ID.Buzz Cargo steht hingegen mit einem Nettolistenpreis von 45.740 € bzw. 54.430 € brutto in der Liste. Zieht man den derzeitigen Umweltbonus ab, kostet der E-Transporter also nur noch rund 38.240 € netto bzw. 46.455 € brutto. Die Volkswagen Leasing GmbH bietet zum Start ein Leasing für Privatkunden ab 661 € brutto für den ID.Buzz Cargo und 693 € brutto für den ID.Buzz Pro an. Inklusive sind dabei 10.000 Kilometer Fahrleistung pro Jahr, die Laufzeit liegt bei den üblichen 36 Monaten. Darüber hinaus fällt eine Leasing-Sonderzahlung von 5.000 € an. Subaru hat sein erstes Elektromodell Solterra in Deutschland eingepreist. Das Elektro-SUV, das sich die Plattform und Technik mit dem Toyota BZ4X teilt, startet hierzulande zu Preisen ab 57.490 €. Unter Berücksichtigung der aktuell noch gültigen Förderung in Höhe von knapp 8.000 €, also brutto inklusive dem Herstelleranteil, sinkt der Einstiegspreis auf 49.515 €. Der Subaru Solterra wird in 3 Ausstattungslinien bestellbar sein und soll ab dem Spätsommer 2022 zu den Händlern rollen. Das rund 2 Tonnen wiegende elektrische Mittelklasse-SUV von Subaru wird mit einem Allradantrieb erhältlich sein, der 2 E-Motoren mit je 80 kW kombiniert. Der Akku verfügt über einen Energiegehalt von 71,4 Kilowattstunden und soll eine WLTP-Reichweite von bis zu 466 Kilometern ermöglichen. Die maximale DC-Ladeleistung wird analog mit 150 kW angegeben. Ein Ladevorgang auf 80% soll rund 30 Minuten dauern. Ende letzten Jahres hieß es zur AC-Ladung noch, dass für das AC-Laden ab Werk ein Onboard-Lader mit 6,6 kW zur Verfügung steht. Ob wie beim BZ4X optional ein dreiphasiger Onboard-Lader mit 11 kW für das fünfsitzige Subaru SUV angeboten wird, geht aus der aktuellen Mitteilung nicht hervor. Bei den Preisen der Elektromodelle EQA und EQS von Mercedes-Benz in Deutschland gibt es einige Änderungen. So wurde die Einstiegsvariante des EQA teurer und die EQA-Variante 250 Plus sogar günstiger. Doch auch beim EQS gab es Änderungen, so ist unter anderem die bisherige Basisvariante EQS 350 nicht mehr bestellbar. Preisanpassungen aufgrund unter anderem eines Modelljahreswechsels sind üblich. Auch die Streichung von Modellvarianten, die entweder nicht genug nachgefragt sind oder aus Produktionskostengründen bzw. Lieferschwierigkeiten gestrichen werden müssen. Beim EQA gestaltet sich die Preisanpassung, die am 12. Mai erfolgte, wie folgt. Die leistungsschwächste Variante EQA 250 kommt weiterhin auf eine Leistung von 140 kW, das Drehmoment stieg jedoch von 370 Nm auf nun 385 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 gelingt nun in 8,6 Sekunden, das waren vorher 8,9 Sekunden. Der chemische Speicher kommt zwar weiterhin auf einen Energiegehalt von 67 Kilowattstunden, doch die Reichweite stieg von 402 bis 429 Kilometer auf nun 458 bis 496 Kilometer. Für den WLTP-Verbrauch gibt Mercedes-Benz 15,4 bis 16,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Die Änderungen haben allerdings auch ihren Preis, denn dieser stieg von 47.541 € auf nun 50.777 € vor Förderung. Der EQA 250 Plus kommt in Abhängigkeit der gewählten Ausstattung nun auf einen Verbrauch von 15,3 bis 16,8 Kilowattstunden, das waren vorher 14,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die WLTP-Reichweite gibt Mercedes für diese Variante mit 489 bis 531 Kilometern an. Der Akku kommt bei diesem Modell auf einen Energiegehalt von 71 Kilowattstunden. Dieser soll nun übrigens innerhalb von 32 Minuten geladen werden können. Offenbar verbesserte Mercedes die Ladekurve oder aber die maximale Ladeleistung wurde erhöht.
Im Gegensatz zur ersten Variante ist der EcoA 250 Plus günstiger geworden. Der Basispreis beträgt aktuell 52.205 Euro, zuvor waren es 55.960 Euro vor Förderung. Wir bleiben bei Mercedes-Benz, denn die ergänzen ihr Batterieportfolio um eine weitere Zellchemie. Möglich macht dies eine Kooperation mit Sila Nanotechnologies. Die Silizium-Anodenchemie des kalifornischen Unternehmens soll erstmals optional für die künftige elektrische G-Klasse erhältlich sein. Das innovative Anodenmaterial mit hohem Siliziumgehalt werde die Energiedichte von Batterien erhöhen, erläutert Mercedes-Benz in einer Mitteilung. Die Sicherheit oder andere Leistungsparameter würden dabei nicht beeinträchtigt. Konkret gibt Mercedes an, im Vergleich zu heute handelsüblichen Zellen in vergleichbarem Format ermöglicht die Technologie von Sila eine 20- bis 40-prozentige Steigerung der Energiedichte auf über 800 Wattstunden pro Liter auf Zellebene. Dank dieser Entwicklung könne der Hersteller aus Stuttgart auf gleichem Raum viel mehr Energie speichern und damit die Reichweite künftiger Fahrzeuge deutlich erhöhen. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da, vergesst auch nicht die Glocke zu klingeln. Gerne könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, den Link dazu findet ihr in der Beschreibungsbox. Aber genug davon, weiter geht's. Renault hat die Kompaktklasse-Studie Scenic Vision mit Brennstoffzellen-Plug-in-Technik vorgestellt. Die Franzosen bezeichnen die Studie als einen Ausblick auf ein künftiges rein elektrisches Familienfahrzeug. Die Besonderheit? Während FCEV wie der Toyota Mirai oder Hyundai Nexo nur eine sehr kleine Batterie verbaut haben, hat diese beim Scenic Vision ganze 40 Kilowattstunden. Damit sogar wesentlich mehr als beim Mercedes GLC F-Cell, der hat 13,8 Kilowattstunden. Der wie die Studie von Renault ebenfalls extern geladen werden kann. Renault spricht in der Mitteilung von einem Batterie-Brennstoffzellenantrieb, dies kann jedoch für Verwirrung sorgen, denn auch der Toyota Mirai oder Hyundai Nexo werden von einem Elektromotor angetrieben und haben, wenn auch einen sehr kleinen, Akku an Bord. Sogar so klein, dass ein rein batterieelektrischer Vortrieb ohne die Brennstoffzelle, wenn überhaupt, nur wenige hundert Meter erfolgen kann. Mercedes brachte mit dem GLC F-Cell ein Fahrzeug mit Brennstoffzellen-Plug-in-Hybrid-Technik auf den Markt, das mit seinen 13,8 Kilowattstunden Akku immerhin einige Kilometer Batterie elektrisch zurücklegen und an einer Ladesäule geladen werden konnte. Mit dem Scenic Vision hat Renault jetzt ein ähnliches Konzept vorgestellt. Der Antrieb in diesem Fahrzeug kombiniert einen fremderregten Synchronmotor mit 160 kW im Heck und einer Batterie mit 40 Kilowattstunden. Hinzu kommt eine Brennstoffzelle mit 16 kW und ein H2-Tank, der 2,5 Kilogramm Wasserstoff mitschleppt. BMW will mit der neue Klasse-Architektur günstigere Batteriepreise erreichen. Einem Bericht von Automotive News Europe zufolge strebt der Hersteller eine Kostensenkung um 30% an, wie das Fachblatt von mit den Plänen vertrauten Personen erfahren haben will. Dies soll unter anderem durch den Umstieg auf ein rundes Zellformat gelingen. Bislang setzten die Münchner auf prismatische Zellen. Die neue Klasse-Architektur mit den neuen Batterien soll sich zunächst auf vollelektrische Modelle für das mittlere Premium-Segment wie den Dreier konzentrieren. BMW soll demnach ab 2025 auf die nächste Generation kostengünstigerer Batterien für seine neue Elektroauto-Plattform umsteigen, um gegen steigende Rohstoffpreise ankommen zu können. Die Zellen machen in der Regel 4/5 des Preises eines Akkupacks aus. Und die Verbesserung der Technologie und der Effizienz hat in den vergangenen Jahren zu regelmäßigen Kostensenkungen geführt. Dieser Trend ist allerdings wegen hoher Preissteigerungen wichtiger Rohstoffe wie Lithium und Nickel unter Druck geraten, was die Prognosen der Automobilhersteller für die Gewinne und Margen mit Elektroautos in Frage stellt. Fahrerlebnis und Technologie sind neben Klimaschutz die Hauptgründe für den Umstieg auf E-Autos. Das geht aus einer aktuellen Studie von Shell Recharge Solutions hervor. Demnach spielen diese Überlegungen bei 3 von 4 Kunden die entscheidende Rolle. Rund 55% der Befragten bevorzugen Elektroautos aufgrund von Kostenvorteilen. Die Untersuchung basiert auf dem EV Driver Survey, der größten Umfrage unter E-Autofahrern in Europa. Ausschließlich breite Euphorie fördert die Studie allerdings nicht zutage. Nach wie vor sind viele Menschen mit der Ladesituation unzufrieden. Das liegt an der noch immer als zu gering empfundenen Zahl an Ladepunkten sowie am schlechten Zugang. Zudem ist nur ein Drittel der Befragten der Ansicht, dass Stationen an Autobahnen die nötigen Geschwindigkeiten erreichen. Für Standorte bei Einzelhandel und Gastronomie sinkt diese Zahl sogar auf ein Fünftel. Ein leidiges Thema ist auch noch immer die Abrechnung. Mittlerweile besitzen laut Studie 36% der E-Autofahrer 4 Ladekarten oder mehr, um öffentlich zu laden. Das ist ein Anstieg von 21% gegenüber dem letzten Jahr. Wie es weiter heißt, ist mehr als die Hälfte der Befragten bereit, für den Zugang zur gesamten Ladeinfrastruktur mit nur einer einzigen Karte mehr zu bezahlen. Gewachsen ist der Zusammenhang zwischen Infrastruktur und Verhalten. Rund 65% der Fahrer steuern demnach häufiger Ziele an denen Lademöglichkeiten bestehen.
54% der Befragten geben an, dass die Verfügbarkeit von Ladepunkten beeinflusst, wo sie einkaufen und wohin sie fahren. Mehr als die Hälfte der Fahrer ist sogar bereit, für eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien geringere Ladegeschwindigkeiten in Kauf zu nehmen. 40% der Befragten würden sogar einen weiteren Weg nehmen, um an einem Ladepunkt mit erneuerbaren Energien zu laden. Außerdem zeigt die Studie, dass fast ein Drittel der Fahrer ihr Auto mit zu Hause erzeugtem sowie mit erneuerbarem Strom laden wollen. Und das waren die Project News für die KW 20. Ich hoffe, euch haben die dieswöchigen News gefallen. Wir sehen uns sowieso beim nächsten Mal. Ciao.